Also er war ein sehr dominanter Hengst und hat auch, dass nachher hier bei uns im Stall ganz schnell die Rangordnung war klar, wer da der Chef ist. Also der konnte so schreien, dass wirklich alle anderen Pferde im Stall so einen Moment erstarrt sind. Das war nicht normales Wiehern, das war schon, also dass die Fensterscheiben nicht vibriert haben, war alles. Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden. Wer sind sie, die bedeutenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben? Wer könnte sich besser an sie erinnern als die Menschen, die ganz nah mit ihnen zusammengelebt haben? Ihre Züchter, Entdecker, Pfleger und Reiter. Wir interessieren uns für die Geschichten der Hengste, ihren Werdegang, ihre Erfolge und ihre Eigenheiten. Jeder Stempelhengst hat eine Geschichte und wir wollen sie erzählen. Stempelhengste. Ich bin Lynn Rasmussen vom Reitsportmagazin und wir starten diese neue Podcast-Serie und bei mir ist Ina Tenz. Ina, du kommst eigentlich aus dem Radiobereich und Pferde sind aber dein großes Hobby. Ja, das stimmt. Die ziehen sich wie so ein roter Faden durch mein Leben schon von Kindheit an. Ja, meine große Leidenschaft. Teilen wir beide. Genau. Du bist ja auch eigentlich gar nicht rumgekommen. Du kommst ursprünglich nämlich aus dem Oldenburger Münsterland. Und, das stimmt, ja. Da wächst man ja mit Pferden auf, da kommt man überhaupt nicht dran vorbei. Und ich habe dann als Kind auch angefangen zu reiten. Ich war in Cloppenburg, ja, in der weltberühmten Stadt Cloppenburg, im Reitverein. Und das war immer beeindruckend, weil einmal im Jahr kam das Gestüt Vorwerk zu uns zur Hengstschau. Die hatten keine eigene große Halle und die haben das dann immer bei uns in der großen Reithalle gemacht. Und die Ränge waren voll und dann unten in der Bahn, weiß ich noch, Furioso 2, Inshallah, Zeus, all diese Stars waren da. Das war total beeindruckend und jetzt auch im Nachhinein sogar noch, wenn man dann überlegt, diese Pferde zu Lebzeiten da mal gesehen zu haben. Und damals wusste ich das gar nicht so zu schätzen. Heute würde ich, glaube ich, alles drum geben, um noch einmal Furioso 2 zu sehen. Ja. Und das sind ja alles berühmte Vorahnen unserer Reitsportpferde. Wie sieht es bei deinen Pferden aus? Gibt es da auch berühmte Vorfahren? Ja, naja, bei meiner kleinen Hobbyzucht, wenn man überlegt, also wenn ich durch die Papiere blättere, natürlich guckt man immer nach, wen kennt man da und wer springt einem ins Auge. Und da ist es bei mir Chaco Blue zum Beispiel oder Staccato kommt vor, oder auch For Pleasure, Furioso 2 tatsächlich taucht auch auf, Graf Granus, die sind alle da. Also irgendwie tatsächlich sind dann diese Namen tauchen ja auf. Ist bei dir auch so? Ja, also auf jeden Fall. Berufsbedingt bin ich ja viel in den Ställen Deutschlands unterwegs als Redakteurin fürs Reitsportmagazin. Und wenn ich dann so durch die Stallgassen schlendere, bleibt mein Blick immer an den Stalltafeln hängen und immer gucke ich mir die Abstammungen der Pferde an und finde es beeindruckend, wie viele Hengste dann immer wieder auftauchen und dass man auch teilweise bei den Pferden, die dann in der Box stehen, diese Hengste wiedererkennt. Ja, also, es ist witzig, mache ich auch. Wenn ich in anderen Stellen bin, ich gucke immer auf die Stalltafeln und man sucht ja nach Namen, die einem etwas sagen. Und dann oft stimmt es ja wirklich, dass man sagt, boah, ja klar, der guckt einen an wie Granus. Oder, ja. Also oft sind es ja auch die Hengste, die schon lange verstorben sind und die trotzdem ihr Andenken quasi in ihrem Nachkommen erhalten haben. Und man weiß ja wenig drüber eigentlich. Ne? Viele sagen, also jetzt Beispiel Furioso 2, klar, ja, Furioso 2, aber ne, wie hat er gelebt und wie war er wirklich? Und das versuchen wir auch mit diesem Podcast so ein bisschen zu zeigen. Ganz genau. Aber wir beschäftigen uns natürlich nicht nur mit den Hengsten, die nicht mehr leben, sondern auch mit den Hengsten, die sich also schon zu ihren Lebzeiten unsterblich gemacht haben. Und mit einem solchen wollen wir auch beginnen. Und zwar mit einem Hengst, der sich im Sport einen ganz großen Namen gemacht hat und beinahe alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt, und zwar mit Goldfever. Er steht ja immer noch bei seinem Reiter Ludger Beerbaum im Stall. Du warst da und wie sieht es denn da aus? Und nimm uns mit. Ja, beeindruckend war es. Also es ist eine riesige Anlage. Wenn man mich da allein aussetzen würde, würde ich mich garantiert verlaufen. Also ganz viele Ställe, super saubere, gepflegte Stallgassen. Da hat jeder Sattel, jede Trense seinen Platz. Unterschiedliche Stallbereiche. Dann gibt es Reithallen und Außenreitplätze, Paddocks, Wiesen. Es war wirklich riesig groß und echt beeindruckend. Und hast du denn auch Goldfever gesehen? Ja, lustig. Er war der Erste, den ich gesehen habe. Ich habe geparkt und dachte so, was steht denn da für ein Fuchs draußen auf dem Paddock? Der guckte mich an und das war er tatsächlich.
Und danach erst habe ich dann Ludger getroffen und mit ihm gesprochen. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt erstmal rein. Ja. Wir sind heute nach Riesenbeck gefahren, um genau zu sagen nach Hörstel, und sitzen hier bei Ludger Beerbaum im Büro. Aber vorher waren wir im Stall, beziehungsweise auf der Weide. Wir haben schon Gold Fever besucht. Er steht draußen, knabbert total entspannt an seinem Heunetz, sieht Bombe aus, ja, für seine 28 Jahre. Und das ist auch der Grund. Unser Podcast heißt Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden. Und da geht es natürlich heute um Gold Fever, der vor allen Dingen ja im Sport eine Legende ist, aber auch züchterisch immer noch zugange ist, wie Sie sagen. Der hat ein Rentnerdasein, was, glaube ich, schön ist. Sicherlich manchmal langweilig, wenn man ehrlich ist. Das gehört auch dazu, weil ich glaube, wenn es nach ihm gehen würde, dann würde er gerne auf eine riesengroße Weide und wäre nach wie vor wahrscheinlich der Chef der Herde. Wobei das nimmt dann irgendwann im Alter auch ein bisschen ab. Das hat die Natur halt so vorgesehen. Dann würden wahrscheinlich schon der eine oder andere mit seinem Charakter ausgestattete 2-, 3-, 4-jährige Hengst ihm versuchen, da den Rang abzulaufen. Die würden sich beißen und kloppen. Das würde ich ihm nicht so gerne antun. Und deshalb läuft er halt hier alleine, nicht in der Herde, auf einer kleineren Weide oder im Paddock. Ja, gut, aber er hat ja Gesellschaft ringsum. Ja, genau. Ne? Der geht auch morgens noch ein bisschen an der Maschine und kann da stundenlang sich jetzt besonders um diese Jahreszeit in der Sonne, aber er geht eben auch im Herbst raus oder er war auch im Winter mit Decke im Schnee raus. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass er nicht in der Box steht und genießt das Rentenalter. Er kam, glaube ich, 5-jährig zu Ihnen in den Stall. Ja, genau. Ich habe damals eigentlich von meinem Freund und Partner Dietrich Schulze den Hinweis bekommen, dass da in Hannover, im hannoverschen Raum, ein 5-jähriger Grosso-Sohn auffällig gut springt in Springpferdeprüfungen. Und das ist alle Male wert wäre, sich den einmal anzugucken. Und dann hat damals auch Dietrich Schulze den Termin gemacht in Hannover. Die Besitzer, Familie Freise, wenn ich mich richtig erinnere, sind dann nach Mellendorf gekommen und wir haben ihn da probiert. Und wie war Ihr erster Eindruck? Mein erster Eindruck war schon so, dass er war ein richtiger Hengst und das hat auch eigentlich, dieser erste Eindruck hat sich eigentlich durch seine ganze Karriere durchgezogen. Weil also so ein gekürt, bisschen, glaube ich, in Pferden, ja, 2-jährig. Gekürt, aber er war eben auch sehr dominant. Also wenn er vom LKW oder damals, glaube ich, sogar vom Anhänger haben sie ihn gebracht, weil er alleine kam, grundsätzlich erstmal schreiend, wiehernd, Ja. aber sehr, sehr nicht leise wiehernd, sondern wirklich schreiend. War er halt ein sehr dominanter Hengst, der alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, immer egal wo er hinkam. Das war nachher auf den Turnieren auch so Auf- und Abladen und so. Der Umgang, der war schon dominant und das war jetzt jemand, der auch die Pfleger mussten immer wissen, er musste wissen, hier, ich muss spuren, weil sonst konnte er auch mal alleine spazieren gehen. Das ist auch mal passiert. Wie gesagt, dann ist er nach Hannover gekommen und wir haben da probiert. Das Reiten und das Springen war wirklich klasse. Allerdings war er schon so, dass ich gedacht habe, das ist eine Aufgabe, weil er halt im Umgang und so, wie gesagt, dominant war und auch ein Stückchen frech. Aber das Springen war richtig gut. Und dann kam die Entscheidung von Dietrich Schulze, den kaufen wir jetzt. Genau, der hat dann, war absolut überzeugt. Wir hatten allerdings auch schon 2-3 Mal am Turnier vorher gesehen und hatte mir auch schon davon erzählt. Auch, ne? So Springpferdeprüfung, ja. Genau. Und dann hat er die Entscheidung getroffen und hat mit der Familie Freise verhandelt und letztendlich auch Gold Fever gekauft. Dann ist er irgendwann hier nach Riesenbeck gekommen. Ist dann 6-jährig hier auch auf dem Bundeschampionat gewesen, damals noch mit einem Bereiter von uns, Dirk Ahlmann. Und hat eigentlich immer auf dem Turnier, war das immer, das Springen war klasse. Aber wie gesagt, Auf- und Abladen, auf dem LKW mit anderen Hengsten. Dann damals kann ich mich auch noch gut erinnern, auf dem Bundeschampionat das erste Mal im Auswärts, weil die jungen Pferde gehen ja nur auf den kleinen Turnieren, wo dann bleiben die auf dem LKW und werden auf- und abgeladen und fahren wieder nach Hause. Aber da war halt das erste Mal in Turnierboxen, das war schon abenteuerlich. Also was da hat er konnte gemacht? kein Pferd daneben stehen. Er hat dann versucht, über die Wände zu gehen und den Nachbarn da zu dominieren. Also er war ein sehr dominanter Hengst und hat auch
dass nachher hier bei uns im Stall ganz schnell die Rangordnung war klar, wer da der Chef ist. Also der konnte so schreien, dass wirklich alle anderen Pferde im Stall so einen Moment erstarrt sind. Das war nicht normales Wiehern, das war schon, also dass die Fensterscheiben nicht vibriert haben, war alles. Eine klare Ansage. Ja, über die Jahre natürlich ist er gelassener geworden und das auch beim Transport oder auf den Reisen überhaupt. Wie geht man denn damit um, mit seinem Verhalten? Also haben Sie dann gesagt, okay, der braucht ganz viel Kontinuität, Gewohnheit oder... Nee, der braucht schon, ganz ehrlich gesagt, ein bisschen eine Hand, die ihn führt. Ne? Also das war nicht so jemand, den man dann beim Führen dann immer dahin gehen lässt und dahin schnuppern lässt und da nochmal gucken lässt und da knabbern lässt, sondern der wollte schon, der musste wissen, wo es lang geht und wo ist der Chef. Auch beim Aufsatteln und auf der Stallgasse. Das war, nachher hat er das wunderbar akzeptiert und war der auch tatsächlich lieb. Der war im Stall und in der Box zum Beispiel, der hätte nie gebissen oder so, gar nicht. Aber in den ersten Jahren, auch auf dem Abreiteplatz, wenn der Pfleger oder der Reiter, wer auch immer da mit ihm unterwegs war, nicht aufgepasst hat, dann konnte auch schon mal sein, dass er richtig ein anderes Pferd attackiert hat. Und das war dann natürlich für alle Beteiligten nicht so angenehm. Macht sich die Versicherung dann nochmal bezahlt an der Stelle. Wen hat er respektiert? Ja, die Leute natürlich, die sich nachher um ihn gekümmert haben. Das war 6-jährig, wie ich schon gesagt habe, Dirk Ahlmann. Der war mit ihm sehr erfolgreich. Der wäre damals sogar auch Bundeschampion gewesen. Der war im Stechen schnellster und hatte dann unheimlich schnell zum letzten Sprung so einen ganz leichten Fehler. War dann, glaube ich, Vierter. Ich habe ihn dann ab 7-jährig geritten und ja, den Stall hat er nicht verlassen und gewechselt. Das Personal oder jetzt im Wesentlichen dann auch nachher meine Pflegerin Marie. Die zwei waren sehr innig und waren ein sehr gutes Team und die ist jetzt nicht irgendwie bekannt durch ihre Härte oder Toughness, aber die hat verstanden, ihm zu erklären, dass sie die Hosen anhat Und von und vornherein... hat ihn geritten, auch auf allen möglichen Turnierplätzen, Rennbahnen dieser Welt. Also das Reiten war sowieso, wenn man mal im Sattel war, der Reitkomfort war ein Traum. Also es waren wenig Pferde in meiner ganzen Karriere, die diesen Reitkomfort hatten. Nur wie gesagt, bis man dann drauf war und im Stall und auf den Abreiteplätzen, auch mit den anderen Pferden, musste man ein bisschen aufpassen, da war er halt Hengst. Ja, gut. Aber es war nie eine Diskussion, ob er in die Zucht gehen soll, sondern es war klar, er steht bei Ihnen im Stall und deswegen macht er eine Sportkarriere. Genau, das Thema Zucht war absolut sekundär von Anfang an. Auch der Dietrich Schulze wollte natürlich ein Springpferd haben, der im Sport geht. Das Thema Zucht ist dann eigentlich erst ein bisschen später gekommen. Wir hatten dann 2 Jahre und hat 7-jährig auch schon die ersten Nachwuchsfinals gewonnen. 8-jährig war er dann schon bei den Euro-Classics in Bremen. Das war, glaube ich, der erste internationale Erfolg. Und wenn man dann so einen Hengst hat und auch noch gekürt, dann stellt sich halt irgendwann die Frage, decken oder nicht. Fällt mir gerade ein jetzt beim Erzählen, dass wir sogar am Anfang 6- und 7-jährig, weil er so dominant war, war mal ein Thema, eventuell ihn sogar zu kastrieren. Na gut, wahrscheinlich, weil damals gab es ja, die berühmten Hengste wurden teilweise gar nicht im Sport präsentiert. Nee, genau, das war alles noch nicht so und das war eben tatsächlich im Umgang nicht so ganz ohne und dann ist es ja auch manchmal nicht ganz ungefährlich, wenn man ehrlich ist, auch viele von den ganzen kleinen Verletzungen und Unfällen, die so passieren, auch sogar bis hin zu Koliken, sind halt 8 von 10 immer irgendwie Hengste involviert. Mhm. Und dann haben wir uns das eine Zeit lang gestellt. Die Frage haben wir uns aber nie dazu durchgerungen. Weil wir gedacht haben, das kann man auch nur einmal machen. War denn Verkaufen Thema mal? Verkaufen war nie richtig ein Thema. Ab 7-jährig auf jeden Fall nicht. Vorher vielleicht, damals, ich kann mich erinnern, nach dem Bundeschampionat 6-jährig, da gab es schon mal die eine oder andere Anfrage. Aber so richtig war das kein Thema. Und dann haben Sie aber trotzdem drüber nachgedacht, weil er im Umgang kompliziert war? Oder? Nicht vor der Frage verkaufen, vor der Frage kastrieren. Ja, okay. Aber das haben wir dann vor uns hergeschoben. Man kann da ja auch sogar, es gibt ja das war damals ein Thema, haben wir auch nicht gemacht, aber es wurde uns nahegelegt, vielleicht sogar chemisch zu kastrieren, das kann man auch machen. Ja, mit Hormonen und dann. Aber das hat dann nicht unerheblich auch Nebenwirkungen und hin und her. Und irgendwie hat dann auch über Monate, hat er sich dann doch ein bisschen angefangen zu akklimatisieren und ist das immer einfacher geworden. Und wie gesagt, Ende 7-jährig war das dann kein Thema mehr. Und dann 8-jährig kam das Thema eben vielleicht dann sogar doch Decken. Mhm. Da war auch erst immer mit ein bisschen Bedenken, so, dann wecken wir vielleicht wieder alte Geister in ihm ja. Mit der Deckerei. Und dann hat er tatsächlich in seiner Sportlaufbahn überschaubar nicht so viel gedeckt. Wir haben dann auch immer versucht, das nicht parallel zu machen, Sport und Decken, sondern wenn er dann deckt, tatsächlich dann das nicht zu der Zeit zu machen, wo er auf Turnieren geht.
Und so richtig angefangen zu decken hat er dann eben am Ende seiner Karriere. Wann wurde Ihnen klar, ich habe einen Star im Stall? Gab es da einen Moment, wo Sie gesagt haben, so, da gucke ich genauer hin? Ja gut, der war von Anfang an ja irgendwie eine Herausforderung, ob er jetzt von Anfang gleich der Star war, aber das war schon klar, dass da ganz viel Potenzial vorhanden ist und da war. Die Frage ist, kriegen wir es gehandelt? Ne? Kriegen wir die PS auch auf die Straße? Ja. Aber spätestens, würde ich mal sagen, 7-jährig, wie das dann anfing, auch ein bisschen der internationale Sport, die Youngster-Prüfung und man eigentlich das Gefühl hatte, da gibt es nichts, was er nicht kann und schnell war er auch, also ein Wettkämpfer, competitive, wie die Engländer sagen, war er auch. 7-jährig war eigentlich klar, dass, wenn er gesund bleibt, wir da auch im großen Sport richtig mitmischen können. Und das ist dann ja auch passiert. Ich glaube, Goldfever hat die Welt gesehen. Er hat die Welt gesehen, aber die Welt hat eben auch ihn gesehen. Und wenn Sie fragen, was war dann halt so das Besondere, dass er halt über einen sehr langen Zeitraum sehr konstant erfolgreich war. Ja, Ina, während du in Riesenbeck warst, habe ich mich mal ein bisschen mit den Fakten zu Goldfever befasst. Der Fuchshengst wurde 1991 bei Züchter Sigrun Hochmuth geboren. Er trägt den hannoverschen Brand und stammt von Grosso Z ab. 1993 wurde der etwa 1,68 Meter große Hengst in Pferden gekürt und ist bis heute im Besitz von Madeleine Winter-Schulze. Nachdem der Hengst zusammen mit Ludger Beerbaum 11 Jahre auf den Turnierplätzen der Welt zu Hause war, wurde er 2009 im Alter von 18 Jahren aus dem Sport verabschiedet. Seine eigene Lebendgewinnsumme liegt bei rund 2,3 Millionen Euro. Die Lebendgewinnsumme seiner Nachkommen beläuft sich bis heute auf rund 950.000 Euro. Ja, ich meine, wir haben ihn ja gerade draußen gesehen. Er steht ja immer noch klar auf seinen 4 Beinen und guckt einen an und weiß, was er will. 28-jähriges Pferd, genau. Ja. Und das war ja eigentlich immer. Er hat eine gewisse Grundkonstitution und Härte hat er immer gehabt. Ich meine, diese Erfolgsbilanz ist ja unglaublich. Sie waren mit ihm über 11 Jahre im Sport aktiv und haben alles gewonnen. Gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, Mist, das hätten wir gern nochmal nach Hause geholt? Nicht, wenn Sie jetzt mich spontan fragen, habe ich jetzt nicht irgendwie was da in mir schlummert mit einer klaren Antwort. Muss ich erst ein bisschen länger überlegen. Nö, eigentlich nicht. Wir haben die Chancen, die wir gehabt haben, ganz gut genutzt. Wie gesagt, große Preise vor allen Dingen, haben wir viel gewonnen. Deutsche Meister gewesen. Olympische Spiele. Olympische Spiele einmal. Wie gesagt, andere Championate, EM, WM, da habe ich dann einmal in seiner Hochzeit, hatte ich noch ein zweites Pferd, Gladys. Die ist dann einmal da zum Championat gegangen und er nicht. Aber nee, eigentlich ist da nichts was ich sage, hätte ich noch machen müssen. Ich meine, war ja auch, ist uneinholbar vermutlich die Karriere von Goldfever. Die Nominierung für Sydney. Also dann war klar, er startet, er geht mit nach Sydney zu den Olympischen Spielen. Wie war der Weg dorthin? Das war wie vor allen Spielen mit den anderen Pferden auch. Da gibt es halt Turniere vorher und Sichtungen und da tauchen dann Paare auf, in diesem Fall Deutsche. Ja. Und die besten 4 gehen dann dahin. Und das war vor Sydney so mit Goldfever und vor Athen genauso. Was vor Sydney ein bisschen anders war, wir waren deutscher Meister in dem Jahr, wenn ich mich recht entsinne, in Balve. Und Goldfever war erst 9 Jahre alt. Und auch wenn wir schon einiges Jahr vorher gewonnen hatten, war einfach so ein bisschen die Frage, ist es nicht ein bisschen früh? Ja, er hält er durch, nicht so sehr. Von der Konstitution waren da wenige, die so hart aufgestellt waren wie er. Aber ist es nicht vielleicht ein bisschen früh? Ist es nicht vielleicht ein bisschen jung? Und vielleicht auf dem Niveau, jetzt nichts gegen die deutschen Meisterschaften, aber Olympische Spiele ist dann doch nochmal was ganz anderes. Und wenn ich jetzt mal zurückblicke, damals habe ich natürlich auch mir selber eingeredet mit dem guten Gefühl und weil wir halt erfolgreich waren, klar, das geht schon. Und ich hatte mit ihm zum Beispiel auch 9-jährig schon viel mehr Erfolge als mit dem einen oder anderen Pferd, mit dem ich vorher auf der Olympiade war. Aber rückblickend muss man sagen, war es ein Jahr, vielleicht sogar 2 zu früh. Also er war lange noch nicht so weit, wie er 4 Jahre später in Athen war. Ja.
Dazu kam dann noch in Sydney, dass der Platz pampig und matschig war, weil es geregnet hatte. Und das war sowieso auch später als altes Pferd nicht seine Präferenz. Das hat er sogar bei Gotha vererbt. Die konnte das auch nicht so gut durch Pfützen laufen. Und dann war das in Sydney auch dementsprechend unsere Performance. Die war schlecht. Also Streichergebnis war dann, glaube ich. Aber man war mit dabei und letztendlich war die Karriere ja auch noch nicht vorbei. Nee, die Karriere war noch lange nicht vorbei. Die war erst am Anfang, wenn man jetzt ganz klar das so sieht. Nur, wenn ich es mir damals hätte aussuchen können, dann wäre besser gewesen. Sydney wäre ein Jahr später gewesen, aber das konnte ich mir leider nicht aussuchen. Na gut, aber Karriereanfang gab es noch viele Turniere, auch Olympische Spiele, dann nochmal, glaube ich, 4 Jahre später. Ja. Und dann kam irgendwann diese Doping-Geschichte, die sich dann ja auch geklärt hatte. Ja, Doping war es nicht. Weiß ich nicht, ob ich jetzt hier nochmal die Gelegenheit habe, das zu differenzieren. Gerne, natürlich. Medikation und Doping, ja, 2 verschiedene Dinge. Es war eine nicht angemeldete Medikation, eine ganz normale Fesselbeuge, die wund war, mit einem Ekzem und mit einer Salbe, die jede Mutter in der Apotheke bekommt, ohne Rezept. Soderm, weiß ich noch genau, wie das hieß. Und wenn wir diese damals hätten vorher angemeldet, wir haben die über einen langen Zeitraum benutzt hier im Stall, die war in jeder Sattelbox oder Sattelkiste, dann wäre das kein Problem gewesen. Aber weil die halt in Athen erstmalig ein anderes Verfahren hatten in Hongkong und dann diese Salbe, die Betametason als Inhalt, als Wirkstoff hatte und dann 0,1 Nanogramm, also 0,901 Betametason gefunden wurde, war diese Medikation nicht angemeldet und damit verboten. Und das war der Fall. Verrückt. Also es war kein Dopingfall. Es war bitter, die weil Konsequenzen waren dann ja wir mit 2 Nullrunden in Athen maßgeblich zur Goldmedaille beigetragen hatten. Und es war nicht nur bitter, jetzt muss man auch ehrlich sein, für Goldfieber und mich, sondern es war vor allen Dingen bitter für meine 3 Kollegen, weil es war eine Mannschaftsmedaille. Alle 3 mussten die Goldmedaille, also nicht nur ich, abgeben, weil meine beiden Nullrunden nicht gezählt haben. Und die anderen 3 haben dann zumindest noch sind auf dem Bronzerang geblieben. Das war ein schwacher Trost, aber immerhin Trost. Und wir mussten die Medaille abgeben. Aber okay, so war es. Ja, also wahrscheinlich gut, man lernt draus. Andererseits ist es verrückt, ja, wie viel Schicksal da auch beieinander liegt. Ja, ganz ehrlich, von der Sache her ist das für mich eigentlich tatsächlich, wenn man sieht, was jetzt auch im humanen Bereich an Medikamenten möglich sind und gemacht ist, tatsächlich ist eine Bürokratie-Bagatelle, die ich aber drehen und wenden kann, wie ich will. Es gab diese Regel und wir haben sie verletzt. Aber diese beiden Nullrunden ja, nimmt niemand. Das stimmt, aber trotzdem ist das muss ich ja akzeptieren, ob ich will oder nicht. Ich kann ja nicht im luftleeren Raum mich darauf berufen, auch wenn, wie gesagt, die Grundlage, das kann ja jeder selber bemessen. Am Ende war für mich so, ich habe die Medaille verloren, aber nicht die Glaubwürdigkeit. Ist vielleicht genauso gut. Noch wichtiger. Und auch nochmal, wenn man jetzt mal wenn man da irgendwie versucht, sich eine Erklärung für eine gerecht oder ungerecht, dann gehört zur ganzen Geschichte auch, das war meine 5. Goldmedaille in Athen, die ich abgeben musste, das war bitter, aber ganz ehrlich gehört dann zur ganzen Wahrheit auch, dass die in Athen nicht meine Goldmedaille war, sondern die habe ich geschenkt bekommen. Da war ich 2-mal Streichergebnis. Insofern, glaube ich, muss ich dann bei den 4 zufrieden sein. In Sydney war ich Streichergebnis, ja. Ja, trotzdem, glaube ich, war es manche schlaflose Nacht, oder? Ja, es war bitter, wie gesagt, und vor allen Dingen war es halt bitter eben für meine Kollegen. Ne? Wäre auch noch mal ein bisschen einfacher gewesen, wenn es nur eine Einzelmedaille gewesen wäre, aber dass jetzt die anderen 3 da eben auch, weil wir das nicht angemeldet hatten, die Medaille abgehen mussten. Aber die haben ihn verziehen. Ja, alle 3 sind mir heute, glaube ich, nicht mehr böse, aber ein paar Wochen lang war das nicht so ganz einfach. Das kann ich mir vorstellen, ja. Aber Ina, du hast ja nicht nur mit Ludger Beerbaum gesprochen, der das Pferd natürlich als Reiter wahnsinnig gut kennt, sondern auch mit Marie Johnson, Goldfievers Pflegerin. Die gebürtige Schwedin arbeitet seit über 30 Jahren für und mit Ludger Beerbaum und sie kennt Goldfiever wie kein zweiter. Erinnerst du dich an deine erste Begegnung mit ihm, mit Goldfiever? No, ich weiß, der Dirk Ahlmann hat ihn erst geritten her und dann war der wirklich richtig blöd. Der hat immer auf 2 Beine gestanden und immer mit den Vorderfüßen geschlagen. Ich habe richtig Angst und der wollte immer rumschreien und hängen Und dann ist er auch in der anderen Stall gestanden.
Und dann hieß es irgendwann so, Marie, ich glaube, ihr beiden passt gut zusammen. Nee, das hieß so, wenn ich jetzt die wahre Geschichte erzählen soll, dann war das 98. Dann sollte Lütke nach Weltmeisterschaft nach Rom. Und er wollte, dass ich mitfahre. Und ich habe gesagt, ich will nicht mitfahren. Der war Harvey Priamus. Das andere Mädchen, das da war, war super. Der hat immer Priamus gemacht. Und ich sollte auch die Wochenende danach nach Rom, sofort nach Monterrey, nach Mexiko fliegen. Und dann habe ich gesagt, kann die nicht fahren? Und dann, okay, hat er gesagt, geht in Ordnung, aber nur wenn du nach Bremen fährst, mit auf das Turnier mit Goldfieber. Dann haben wir nicht Goldfieber im Stall gehabt, hat Dirk Ahlmann geritten. Und dann habe ich gesagt, gut, Lütke, mache ich. Hatte gar nicht geglaubt. Aber habe ich gemacht. Und ich habe auch Schiss, dass mir wirklich blöd war. Und er wirklich mit diesen Dingen und das. Und, also er stieg und benahm sich richtig ängstlich. Also war auch viele Leute drauf und vor allerdings auf andere Pferde drauf. Okay. Aber gut, aber dann hat Lütke dann geritten und er hat so gut gesprungen. Und das war ja 28, was 7 Jahre. Das war in Bremen, und, gut, und dann, seitdem, hat er dann nicht weggegeben. Und er wusste, du bist die Nee, Verlässliche. dann hat er nicht weggegeben und ich war ja dann sein Turnierpfleger. Also ich war dann lange Jahre sein Turnierpfleger. Dann war ich ziemlich ein paar Jahre, also habe ich das nicht gemacht, aber ich wollte nicht immer jede Wochenende nur unterwegs sein und alles. Und dann auf jeden Fall, ja, dann haben wir dann zu uns im Stall gestellt. Und darum steht in einem Box da, wo die stand her, hat rausgeguckt, hat so geguckt. Aber dann muss man sich ein bisschen der hat nicht gefressen, war ein bisschen gestresst. Ja, wir haben die Box vorhin gesehen, da ist noch so ein Holzschild drauf, Goldfieber. Ja, aber dann hatte den Box, habe ich den für den da im Stall gemacht. Und da war immer alles zu, also nicht zu, aber ich konnte nicht rausgucken, das sehen, was alles in den Hof. Damit wollte es ein bisschen in sich selber ruhen. Ja, Ruhe und da hatte er überhaupt kein Problem mit irgendwas, was vorbeigegangen und war, da war er gut. Und da hat er auch angefangen, richtig gut zu fressen. Aber gut, der war auch ab und zu halt blöd. Allerdings mit anderen Pferden und dass ich so hängstig war. Und was für Fressgewohnheiten hatte er? Also gab es jeden Tag Mesh? Nee, ganz normal. Er war nicht verwirrt, hat alles ganz normal. Und wir haben auch nie, also man konnte mit dem Gras fressen. So war er nicht so, viele Hengste fressen ja nicht, wenn ein anderer da war. Das ging schon mit dem, da konnte man festhalten. Und er hat auch gerne, was er auch super gemacht hat, was ich keine andere Pferde habe das gemacht haben. Ich habe ihn immer Gras fressen lassen und Strick über Nase, wie heißt das? Aber er hat immer gewälzt, hat sich immer gewälzt und immer aufgestanden, aber nie, normal denkt man immer, dass die ganz blöd werden. Nie, er wusste genau, er dürfte wälzen, er hat auch immer übergewälzt. Oh ja, also sich immer rumgedreht, ja. Ich glaube, ich kann das noch. Immer rumgedreht. Wow. Und ich weiß oft, aber er hat nie, denn man denkt immer, die sind blöd und die hauen ab. Aber er hat das nie gemacht. Immer ganz ruhig wieder aufgestanden. Ist egal, wo ich war, sich immer so gewälzt. Und er hat auch immer in die Box gewälzt, auf jede Turnier gewälzt und alle sind gekommen. Hat er gedacht, er war fest. Er legt sich fest, aber er war nie fest. Und ich fand es ganz oft, wo der gekommen hat, war der andere Deutsche, hat ihm gesagt, ja, ist Goldfieber, kein Problem. Ja, kleppert gegen die Wände, aber alles gut. Aber er hat wirklich nie festgelegt in der Box, aber er hat sich gewälzt. Auf Turnier, alle sind gekommen, aber dann, wenn er wusste, dass es ihm war, dann war in Ordnung. Ja, hingebungsvoll. Gab es eine besondere Belohnung, wenn er Nullrunde gegangen ist? Oder hat wir haben auch viele gefragt, nie. Dann bei Lütke darf man die nie Süßigkeiten geben, nie. Warum nicht? Er will nicht, dass die Fresse mit der Grenze und alles, das ist ja drin. Aber wenn er richtig gut war und wenn Lütke runter ist, dann dürfte er ein Gras nehmen. Aber nicht, Lütke will auch nicht, dass die Grassamen ist. Aber zum Beispiel, das haben wir auch immer gemacht mit ihm. Also, ich weiß nicht, haben wir her. Normalerweise, wenn er null gehen soll und gut sein sollte, dann haben wir immer fest und dann hat schon ein Nasenband hier unten. Aber dann, wenn er reingehen sollte, haben wir immer die untere Nasenband weggetan. Den Sperrriemen. Ja. Dann wusste er, er hatte gedacht, dass ich mache jetzt, was ich will. Ja, guter Job. Feierabend jetzt. Nee, wenn er reingeht im Parcours. Ach so. Dann war er frei, aber er wollte... Okay. Dann hatte er das Gefühl, dass er noch das Geschehen bestimmt. Er musste wissen, dass er bestimmt.
Gut, Goldfever war viel auf Reisen. Gab es besondere Gewohnheiten oder Rituale? Ich glaube, das Thema Gewohnheiten oder Rituale, da bin ich jetzt vielleicht sogar der falsche Ansprechpartner, weil ich auch selber mit all meinen anderen Pferden, jeder hat da ja so ein bisschen so einen Tick und ist auch abergläubisch oder nicht. Zu denen zähle ich nicht. Deshalb habe ich auch mit den anderen Pferden nicht irgendwelche Ticks oder dass ich mir vorher noch auf den linken Schenkel irgendwas oder die Zügel nur so rum oder so. Wie gesagt, Goldfever war ein einmaliges Pferd, der am Ende über seine Energie und über seinen starken Kopf und über seine Einstellung diese Leistung gebracht hat. Vielleicht nicht, weil er jetzt von seinen Genen Talent hatte wie Balubé zum Beispiel, der in der Zeit auch sehr viel gewonnen hat, aber über einen langen Zeitraum sehr konstant unterwegs war. Und das war natürlich schon, gerade wenn man heute jetzt auch älter geworden ist und dann sieht, dass wenn ein Pferd nicht dieses Power und dieses Blut hat, wie schwer das ist zu gewinnen und manchmal sogar in Stechen reingeht und sagt, du, heute habe ich gar keine Chance zu gewinnen, da bin ich froh, wenn ich Dritter oder Fünfter bin. Das war mit Goldfever eigentlich nie so. Wenn ich da im Stechen war, dann war klar, wenn ich jetzt irgendwie da die Einflugschneise erwische, dann hat er angegriffen. Podium ist auf jeden Fall da möglich, ja. Er schweißt zusammen. Ja. Schön zu sehen, wie er da draußen steht und immer noch topfit ist. Was macht er jetzt? Wie ist sein Tagesablauf? Und haben Sie mit ihm auch so ein tägliches kleines Ritual? Außer, dass ich ihn täglich im Paddock sehe, an den Tagen, wo ich hier bin. Ich bin ja auch nicht alle Tage hier. Und ihn in guten Händen weiß, also eine jahrelange auch verdiente Mitarbeiterin Petra Schmidt, die ist zuständig da drüben für die Hengste, für alle Hengste, aber eben auch vor allen Dingen für die Rentner. Ja, genießt das Rentenalter. Und er macht immer noch seinen Job als Zuchthengst. Ja, das ist sicherlich ein bisschen eine Ausnahme, weil oft dann, wie gesagt, wir haben auch 22-jährige Hengste, da ist das dann irgendwann vorbei, aber bei ihm nicht. Er hat tatsächlich dieses Jahr noch 18 Stunden gedeckt. Das ist eine Ausnahme, aber es spricht eben auch für eine gewisse Härte und Grundkonstitution, weil sonst könnte das gar nicht mehr. Weder vom Bewegungsablauf noch überhaupt, dass der Samen noch befruchtet. Das ist schon was Besonderes. Also das wäre jetzt auch, glaube ich, Quatsch, wenn ich jetzt hier sagen würde, sensationeller Deckhengst. Aber seine sportlichen Erfolge sprechen für sich. Ich glaube, die sprechen für sich. Und da steht er sicherlich weit vor den vielen anderen Jahrhunderthengsten, die züchterisch ihre Erfolge hatten. Das können wir so stehen lassen. Ja. Herr Beerbaum, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Abschließend noch die letzte Frage. Vervollständigen Sie bitte den Satz. Goldfever war für mich, oder anders, Goldfever ist für mich eins der 3 besten Pferde, die ich in meiner Karriere geritten habe. Vielen, vielen Dank. Okay. Wow, spannend. Mir war es gar nicht klar, dass der so dominant gewesen ist. Nee, mir auch nicht. Sieht immer alles leicht aus, wenn man das sieht im Fernsehen, ne? Wie er brav über die Riesensprünge geht und man weiß immer nicht genau, was da wirklich hintersteckt. Ja, das stimmt. Aber wir werden wahrscheinlich im Laufe des Podcasts noch über einige dominante Hengste stolpern. Du triffst dich ja demnächst noch mit Tina Klatte und ihr wollt über Argentinus sprechen. Auch super spannendes Pferd, glaube ich. Ja, eine Legende. Der hat sich auch beidseitig vererbt. Also sowohl super Dressurpferde gemacht, aber noch mehr richtig gute Springpferde. Und ich kenne Hindak ja auch schon ein bisschen länger über den Zuchthof Klatte, der in Kleinroscharden ja so ein Familienbetrieb ist seit vielen 100 Jahren. Und ich bin ganz gespannt. Ja, um diese Folge nicht zu verpassen, abonniert uns am besten gleich und folgt dem Reitsportmagazin auf Instagram. Da werden wir auch die nächsten Tage noch ein paar Bilder hochladen. Auch von Goldfever noch, ne? Weil der sieht auch wirklich, also mittlerweile ein bisschen grau im Gesicht und ganz entspannt, aber echt auch beeindruckend. Immer noch ein tolles Pferd. Ja, Ina hat, wie gesagt, ein paar Fotos mitgebracht von Goldfever, von Ludger, von der Pflegerin Marie und folgt uns auf Instagram, abonniert unseren Podcast und ihr werdet keine weiteren Geschichten verpassen. Auch nicht die von Argentinus. Genau. Ciao. Ciao. Stempelhengste. Väter unserer Reitsportlegenden.